Auf nach oben. Ist der Larry oben, wird man ihn loben. So, jetzt erstmal reparieren. Bumm. Gute Idee, du wirst die Gummipuppe reparieren. Du bringst den Spezialkleber auf den Flicken auf. Du wedelst mit den Flicken in der Luft herum, nicht um den Kleber trocknen zu lassen, sondern weil du beim Blasen nicht sonderlich viel Erfahrung hast. Ja. Dann platzierst du die Flicken auf der falschen 4. und 5. Öffnung der Puppe und drückst sie fest. Du kannst wirklich alles reparieren. Welche Frau würde sich nicht in dich verlieben? Antwort: alle. Alle würden sich nicht in dich verlieben. Für das Flicken der Gummipuppe, welch einen Unterschied ein kleines I doch macht. Ein kleines L? Ein kleines L? Ein kleines L? Den Witz verstehe ich nicht. Den Witz verstehe ich nicht. Erklärt ihn mir bitte. Ja, egal. Jetzt nach draußen und jetzt können wir die Puppe nochmal aufblasen und hoffentlich bleibt sie diesmal ganz. Also, ihr kleinen Blasehasen, es geht los. Yeah, baby. It empties the canister, so you toss it away. And here, nearly 100 feet up in the mysterious troposphere, the breeze and swirling air currents begin to tug at the love doll. Get a good look at her while you still can. It's her mouth, or as it's called in the love doll industry, orifice number 1. Wow, an electronic rendering of a cheap plastic toy's pretend mammary glands with aftermarket nipples. You can't get much closer to real nudity. Wow, an electronic rendering of a cheap plastic toy's pretend mammary glands with aftermarket nipples. You can't get much closer to real nudity. Die Augen. If you find her gaze slightly mocking, you're not imagining it. Die schönen Haare. Red hair-like plastic emerges in regularly spaced tufts from the top of the love doll. Können wir nochmal einen Hosenstall aufmachen? As you wish. You gently lay her on a convenient chaise lounge and have your way with her. Afterwards, there's the usual whine of, "Why won't you cuddle with me?" But she flatly refuses. Der benutzt die Puppe mitten in der Luft. Der hat gerade seinen Hosenstall aufgemacht und auf den Mund verwendet. Die hat 3 Öffnungen. Eine davon musstest du ja finden. Für das Benutzen des Hosenstalls mit der geflickten Gummipuppe. Anfassen? You squish her face around a little and it pops right back into place. That's sexy and disturbing. Schnupper mal dran. She smells like a new shower curtain. She smells like a new shower curtain. Alter, ist das voll eklig irgendwie, oder? Leute. Warum? Warum? So, when did you first come out of the closet? Oh, like she doesn't hear that all the time. Können wir nochmal? Okay, you once more utilize the love doll in an unspeakable fashion. Afterwards, you're delighted to hear her give a sigh of contentment. You don't realize that you inadvertently dislodged the valve, and that sigh was merely a little escaping helium. Yeah, baby. Yeah, baby. You make another attempt, but you're sort of tapped out for the moment. The doll regards you coldly as you go through the typical self-recriminations and lies of, "I swear this never happens to me." Ich glaube, wir sind hier fertig, oder? A good stiff breeze, is there any other kind, kicks up and almost tears her from your hands. Thanks to the lift coefficient generated by your leisure suit's enormous lapels, you feel yourself being pulled upward. Hat er die Puppe einfach mitten in der Luft gebumst? Catches a convenient Mehrmals. crosswind and she carries you up and away.
Nicht nachmachen. Dazu muss man Profi sein. Für den Flug mit der Gummipuppe über den It's Abgrund. a good thing you've always been a lightweight. You sail closer and closer to the woman of your dreams. Die Eve oder Eva. You touch down gently on the other deck and stick the landing. You release the love doll and she floats away gently in the moonlight. The woman in the hot tub looks mightily impressed with your dramatic entrance. Ja, guten Tag, schöne Frau. Wie geht's Ihnen denn? A beautiful woman sits in the hot tub regarding you with a mixture of curiosity and expectation. Dann sprechen wir sie doch mal an. The two of you make direct eye contact. It's like a bolt of lightning goes into your eyes, down your body, and blows your toes off. She gazes at you with amusement and smoldering interest. Loderndes Interesse. Eve ist ihr Name, It's a ha? 100% Egyptian cotton towel. Wow. Also I'm a Kohle hat little sie. intimidated by the luxury. This is the most perfect face you've ever seen on anything. Ja, und die hier unten sehen ja auch ganz interessant I aus. see you're admiring me. I'm glad. I'm glad you're glad. If I keep staring, will you just get gladder and gladder? Only up to a point. Well, let's see how far we can push it. Her arms are toned, tanned, supple, and graceful. Fortunately, I'm not all tied into physical appearances. That's funny. I was thinking the same thing. Hey, was soll das denn heißen? Der Larry sieht doch toll aus, oder? Wir schnuppern mal an ihr. They smell creamy and sweet and greatly overemphasized in today's culture. Her face smells extremely symmetrical. That doesn't make any sense, does it? Ne, ist egal. You're trying to smell her arms, but your face is going numb from sensory overload. Dann sprechen wir sie mal an, ja? Also, ihr Gesicht ist hier unten, oder? I do their talking for them. Thank you very much. They just sit there and look pretty. Yes, Ach they so. do. Okay, das Gesicht ist hier unten, aber die Stimme kommt irgendwie von da oben raus. Also, guckt einfach nach unten und hört mal nach oben. Hamana, hamana, hamana. Hello yourself. I'm Eve. Hallo Eve. Das ist Standardvorstellung, natürlich. Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Hey, gorgeous. Allow me to introduce myself. My name is Larry. Larry Laffer? Hi, Larry. Dieses Kichern. An attractive leisure suit. Oh, I so miss them. It's refreshing to meet a man with so much self-confidence that he's willing to flaunt the fickle trends of fashion mores and deeply travel the road of his own secure masculinity. Was she talking to you, Larry? Klar. Also männlicher als Larry geht's nicht, oder? Im Leisure Suit. So I, just dropped in to say hello. Get it? Dropped in? Larry, it was one of the most foolish, spectacular, romantic things I've ever seen, and I'll never forget it. Well, it kills the mood a little when you do that. Das Kichern? Ich finde, das macht den so sympathisch. Ich bin Larry. Larry Leffer. Champagner? Über Klamotten reden? Well, Eve, I've always felt, it's a look that's right for me. A man has to do what a man has to do. That's what I always say. I agree completely. I'm so tired of men who wear or say anything just to gain a woman's favors. You clearly would never do anything like Nein. that, Larry. And I so love what you are wearing. You have a sense of humor. Oh, Larry, you are one special man. I've been watching you, Larry. Larry Laffer. Sie hat You auch try so gekichert. hard, but you have a good heart. Why don't you slip into this water and we'll see if we can really get to know each other. What? Yes. Of course I'd like to join you. In fact, I can think of nothing I'd enjoy more. So. Sie hat also Larry schon ein Weilchen beobachtet. Hat festgestellt, er ist zwar ein bisschen trottelig, aber er hat das Herz am rechten Fleck.
Vielleicht noch ein Champagner für die Dame? This reminds me of a big glass of champagne. You can join me if you promise not to add any bubbles of your own. Ja, nicht reinfurzen. Ja, bitte nicht. Ich sollte mich mal besser für einen Moment entschuldigen. Beim Ausziehen oder was? Spring doch einfach rein, Junge. Give me a minute, Eve. Don't keep me waiting too long, Larry. I could catch a chill all by myself in here. Uns fehlt noch irgendwas, ha? Irgendein Item fehlt noch? Oder irgendein Gespräch? Eve. Wir sind aus Adams Apartment rübergeflogen zu Eve. Adam und Eva. Der Apfel. Wir müssen ihr den Apfel geben, oder? The expression on her face says, no thank you. Ah, but her lips say, maybe later. No, my lips are Der saying Apfel the steht same für die thing as the Sünde. rest of my face. No, thank you. Verdammt! Also, ich dachte, der Apfel steht für die Sünde. Ja, aber dann müssen wir doch noch irgendwas machen. Ich dachte, wir sind echt schon am Ende. Aber ist mir gerade eingefallen, sind noch die 2 Zwerge im Trenchcoat. Die 2 Zwerge im Trenchcoat. Und der Säufer. Wir müssen dem Säufer noch irgendwie was fermentieren. Wahrscheinlich den Apfel. Und wir müssen auch noch irgendwas mit den 2 Zwergen machen. Weil anscheinend fehlt uns hier jetzt noch ein Gegenstand oder so. Hamana, hamana, hamana. Hello yourself. I'm Eve. Ja, wir haben eigentlich alles schon gemacht. Give me a minute. Also alles Don't angeklickt. keep me waiting too long, Larry. I could catch a chill all by myself in here. Was könnte man denn mit 2 Zwergen im Trenchcoat anstellen? Eine blöde Frage, oder? Aber was könnte man da machen? Ah, guck mal, da ist ein Ventil. Da ist ein Ventil. You're not in the hot tub, Larry. Let whoever's using it adjust it to their preference. Können wir vielleicht einfach die Klamotten ausziehen? You strip off your jacket. Einfach die Klamotten You strip ausziehen. off the rest of your clothes. Können wir You reingehen? haven't been invited in, Larry. Okay. Aber hier wurden wir eingeladen. You slip into the hot tub. You take no time to adjust to the water's temperature, since you really can't feel anything right now except the deafening beat of your own heart. That's better, isn't it? Yeah. Und ich dachte schon, wir müssten noch was machen. You touch her shoulder, and she smiles at you, but doesn't touch you back. She seems to be waiting for something. What? Am I supposed to read her mind? Bingo! You've just taken your first step on the way to understanding women. Okay, die Frauen, die gerade zugucken. Was sollen wir jetzt machen? Erklärt uns das mal. Uns Männern hier. Doch der Apfel. Doch der Apfel. Es ist doch der Apfel. Du hast es geschafft. Du hast nicht nur einen weggesteckt, sondern auch die wahre Liebe gefunden. Vielleicht. Dafür, dass du Eve den Apfel gibst. At the risk of appearing trite, would you like an apple? Tried? Hardly. I've been waiting for something. Anything from you, Larry. Besides, I'm horny as hell, and you're the only man in sight. Let's go. Me first. And with that, she disappears under the churning water. Aber wir haben trotzdem den... Congratulations, you finally got Larry off to a great start. I'm Al Lowe. And speaking of great starts, I want to thank the thousands of Kickstarter backers who made this game possible, and the amazing talented folks whose names will soon appear here. Thank you for Wir haben nicht alles gefunden. Leisure Suit Larry. 42.300 von 50.000 Punkten. Uns fehlen ein paar Sachen. Und die Zwerge im Trenchcoat und der Säufer. Das sind die 2 Sachen, die mir auf jeden Fall gerade auffallen, die mir noch fehlen. Und ansonsten keine Ahnung was. Aber wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben mal wieder einen Adventure-Sonntag abgeschlossen. Am Stück durchgespielt mit kleinen Essenspausen.
Ah. Geil. Leisure Suit Larry Reloaded. Ja, also Land of the Lounge Lizards heißt der erste Teil ja eigentlich. Das ist die Remastered-Version oder Reloaded oder was auch immer davon. Ah, ja. Wieder mal ein Larry-Spiel durch. Eigentlich war ja für heute Magna Cum Laude geplant. Aber das hat ein paar kleine Probleme gemacht mit dem Aufnehmen. Da muss ich mal gucken, an was für einen Tag wir das machen. Irgendwann mal. Ich kündige das vorher an. Ah, man hätte die Blubberblasen abschalten können, nachdem man drin war. Das hätte auch noch Punkte gegeben, ne? Ist ja jetzt egal, ne? Ob wir jetzt 43.000 Punkte haben oder 50.000 Punkte. Das ist mir am Ende Wumpe. Wir haben das Spiel durch. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und die Musik macht mir Sorgen. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme. Nee, und ich hoffe, ihr schaltet dann das nächste Mal auch wieder rein, wenn wir Adventure Samstag oder Sonntag machen. Bitte gerne anschreiben, wenn ihr bestimmte Wünsche habt, was für Spiele wir mal machen könnten. Ich habe ja noch einige in meiner Steam-Bibliothek, aber so langsam geht die auch dann langsam zur Neige, sagt man das so? Oder so langsam haben wir schon fast alle Spiele durchgestrichen. Wenn ihr noch ein paar coole kennt, schreibt mich an. Wenn ich sie im Angebot irgendwo finde, kaufe ich sie. Ansonsten in der Woche gibt es natürlich dann immer wieder so bei uns so 7 Days to Die, Pokémon, Diablo, so ein Gelumbe. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr darauf Bock habt. Live auf Twitch oder dann hinterher auf YouTube. Und für heute Abend weiß gar nicht. Ich würde fast sagen, ich würde jetzt erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Und dann vielleicht so in einer halben Stunde oder vielleicht sogar einer Stunde nochmal kurz den Stream anschmeißen für eine Runde 7 Days to Die. Wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid. Tomb Raider. Die alten? Oder meinst du diese neueren, die vor ein paar Jahren gekommen sind? Davon habe ich sogar ein paar. Das wäre mal eine Überlegung wert. Davon habe ich sogar 1 oder 2 Teile auf Steam. Gut. Ansonsten, wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt es einfach mal rein. Auf Discord, auf YouTube oder jetzt gerade live. Hauptsache, es kommt bei mir an. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Rest des Wochenendes, einen guten Start in die neue Woche rein. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut später nochmal rein zu 7 Days to Die. Schönen Abend euch noch. Wünschen euch das Anton und der Döskopp. Tschüss.